Vorbereitung für den Ernstfall. Geruchsempfindlich sollte man hier nicht sein. Die Frankfurter Rechtsmedizin hat nun mal echte Leichen im Keller. Doch heute ist hier relativ viel Leben. Direktor Marcel Verhoff gibt für die Ärztekammer eine Schulung. Was ist zu tun, wenn man einen leblosen Menschen findet? Die zentrale Frage, ist er tot oder müssen wir noch reanimieren? Tot. Ja, woran erkennbar? Leichenflecken. Leichenflecken. Wenn das geklärt ist, müssen bei der Leichenschau Todeszeitpunkt, Todesart und die Todesursache bestimmt werden. Dafür muss die Leiche entkleidet und bei ausreichend Licht untersucht werden. Von allen Seiten und mit Blick in jede Körperöffnung. So regelt es das hessische Friedhofs- und Bestattungsrecht. In der Praxis oft gar nicht so einfach. Man hat es irgendwann im Studium gemacht, aber dass man es vergisst, ist halt normal. Und dann fängt man an zu arbeiten und dann hat man seinen ersten toten Patienten und dann heißt, mach mal. Ja, und dann steht man halt da. Und dann macht man nach bestem Wissen und Gewissen und dann wuselt man sich so durch. Und dann ist man halt irgendwann Facharzt und ist irgendwie immer noch nicht schlauer. So erklärt sich auch, wie es in der Vergangenheit trotz Vorschrift immer wieder zu fatalen Irrtümern kommen konnte, wie diese Fälle zeigen. Eine Seniorin, die von einem Arzt für tot erklärt wird, bis plötzlich der Bestatter bemerkt, dass sie noch lebt und die Polizei ruft. Ein erstochener Mann aus Geisenheim, bei dem ein Arzt natürlicher Tod angibt und erst durch ein Geständnis des Enkels bei der Polizei herauskommt, es war Mord. Ähnlich bei einem Verkehrsunfall von 1997. Durch Ermittlungen der Polizei fällt später auf, der Unfall ist nicht die Todesursache. Auch der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin hatte solche Fälle schon auf dem Tisch. Der aus meiner Sicht krasseste Fall war ein Verstorbener, der eine Stichwunde im Rücken hatte. Wir haben ihn von der Polizei zur Obduktion bekommen. Hintergrund war es war eigentlich ein natürlicher Tod. Der Hausarzt hatte einen Herztod als Todesursache bescheinigt. Wie der Leichnam dann in den Sarg gekommen ist, ist bis heute unklar. Aber letztlich ist am nächsten Morgen beim Bestatter aufgefallen, dass es rot aus dem Sarg getropft hat. Der hat dann die Polizei informiert und so ist dieser Mord aufgeklärt worden. In Hessen gibt es eine zweite Leichenschau, bevor jemand eingeäschert oder im Ausland beigesetzt wird. Seit 2019 ist dafür die Rechtsmedizin zuständig. Oft fällt dann auf, wenn bei der ersten Leichenschau nicht richtig hingeschaut wurde oder die Angaben im Totenschein keinen Sinn machen. Einen natürlichen Tod aus ungeklärter Ursache zum Beispiel gibt es nicht. Eine Erklärung, wie solche Angaben entstehen, aber schon. Wir haben einfach eine spezielle Situation, gerade im häuslichen Bereich, wo oftmals die leichenschauenden Ärztinnen, Ärzte, die Hausärzte, auch die Hausärzte der Verwandten sind und dann sofort, wenn allein eine nähere Untersuchung stattfindet, gesagt wird, misstrauen Sie uns etwa? Und der nächste Schritt, der ist dann noch mal schlimmer, wenn man nämlich sagt, ich muss die Polizei informieren. Wer seine Sorgfaltspflicht hier verletzt, macht sich strafbar. Das soll keine Drohung sein, aber auch in Sachen Recht und Theorie will Professor Verhoff die Kursteilnehmenden schulen. Allerdings ist die Ärztekammerschulung freiwillig und erreicht nur die, die sich des Problems schon bewusst sind. Ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass dieser Kurs oder diese Art von Kurs, dass das tatsächlich zu einer Pflichtveranstaltung für die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen wird, damit einfach die Fähigkeiten, die zur Leichenschau notwendig sind, wachgehalten werden. Damit in Zukunft auch außerhalb der Rechtsmedizin sicherer ist, dass ein als natürlich bescheinigter Tod auch wirklich einer war.